Ja, es ist Samstag, kurz vor Anfang Dezember 2021. Hier ist der Markus. Ja, das ist ja mal ein ganz erhabenes Gefühl, mal einen ganz besonderen Rettungswagen zu fahren, oder? Ja, so ein Unimog ist natürlich schon was Besonderes. Ne? Ist halt wirklich so ein Hardcore-Offroader, das stimmt schon. Ja. Ja, wir werden jetzt mal einen etwas weniger Hardcore-Offroader zeigen, denn über diesen hier werden wir ein ganz besonderes Video machen. Denn das ist ein neues Fahrzeug, was durch dick und dünn kommt, was mittlerweile gefordert wird. Aufgrund der neuen Verhältnisse, Unwetter und Co. müssen auch die Rettungswagen hochgeländegängig sein. Du bist die? Maria. Hallo Maria, Hi, wir sind Emmert Fahrzeuge. Emmert Fahrzeuge in Lingen. Ja. Da vorne ist dein Kollege. Hi, grüß dich. Hi, hallo. Ja, du hast hier alle Türen zum Beispiel unter anderem verklebt. Hier geht es um Fenster, Profile, Türen. Die müssen zu 1000% dicht sein, oder? Ja, richtig. Ist Sind richtig. die dicht? Die sind dicht, ja. Teilweise werden die auch verklebt von innen mit Gärungsdichtstoff, sodass da wirklich kein Wasser eindringen kann. Ja, Sergej, wenn du mal gerade mitkommst. Du hast diese Tür hier gebaut? Ja. Die ist fürs Leben, oder? Die ist stabil gebaut, ja. Die müssen Ja. alles aushalten. Ne? Ich zeige das mal. Ihr habt einen Koffer, habt ihr überschlagen lassen. Und da war, die Scharniere sind dann ein bisschen verbogen gewesen. Das war's. Diese Koffer sind unglaublich stabil. Das ist jetzt eine kalte Tür. Das ist eine kalte Tür, genau. Also ein Profil kann bis 150 Kilo aushalten. 150 Kilo was? Kilo Gewicht. Gewicht. Ja. So, das heißt also, ja, ziemlich spannend. Und hier ist der Konstrukteur dieses Fahrzeuges. Nicht des Fahrzeuges, sondern des Aufbaus. Ja, hallo. Du heißt auch Sven. Ich heiße auch Sven, ja, hallo. Das tut mir voll leid. Gibt Schlimmeres. Du bist Baujahr? 73? 73, ich bin 68. Das war die, ich glaube, die Sven-Ära, oder? Ja, ich dachte auch immer, meistens, wenn der Name auftaucht, ist es mein Alter rum. Ja, Das sind das so Rentner, oder? Wie wir. ja, genau. Ja, der Markus ist da, wir stehen hier gerade davor, aber es geht gar nicht um das Auto, da werden wir gleich nochmal ein extra Video zu drehen zu dem Auto. Das ist schon phänomenal, denn die Geländegängigkeit, wenn man hier mal drunter guckt, den hält fast nichts auf. Der Radstand, Hammer, oder? Ja, das ist wirklich, also ich bin selber 10 Jahre lang Unimog gefahren, da macht auch unheimlich Spaß damit zu fahren. Noch. Ist der noch laut wie früher? So laut? Nicht mehr so laut, nein, da ist schon einiges passiert, das stimmt. Und abgastechnisch ja auch. Ne? So, der Rampenwinkel und der Böchnungswinkel hier ein Traum. Unschlagbar, ja. Ja. Das heißt, also der Aufbau ist da. Wir werden auch gleich mal zeigen, denn es gibt hier, ich sag mal, Abnehmer, die diese Fahrzeuge jetzt bei euch in Serie demnächst abnehmen werden. Das ist schon der zweite. Ja, das ist so. Ja, weil ich sag mal, Braunkohletagebergbau und diese Geschichte und auch mit diesen Unwettern, wo du gerade schon sagtest, dass doch häufiger auftaucht und der Bedarf ja dann wohl auch gegeben ist und da ist. Ne? Cool. Ja, Maria. Der Bedarf ist da. Es gibt einige Ausschreibungen, die das voraussetzen. Also den Unimog, speziell den Unimog voraussetzen, nicht den Atego oder was auch immer. Okay, genau. Und deswegen, wir sind vorbereitet und können dann diese Wünsche, diese Sonderwünsche auch empfehlen. In jeder Preisklasse. Also dieses Fahrzeug ist ein bisschen aufwendiger dadurch, dass auch zum Beispiel diese Tür dann einen Auszug trägt, also der quasi nach unten runtergefahren Achso, der Auszug hängt an der Tür. Der Auszug hängt an der Tür und an dem Auszug hängen dann die medizinischen Geräte, so quasi nacheinander. Also wir haben da schon ein Video gedreht und die 360 Grad Fotos machen lassen bei unserem ersten Projekt. Das war sehr besonders und wie gesagt, das ist die Nummer 2, aber hier, wie gesagt, Mediboard hängt hier an der Tür, wird heruntergelassen. Dazu können wir vielleicht gleich ein paar 360 Grad Bilder, Konstruktionsbilder sehen. Theoretisch. Gleich, machen wir alles gleich, denn das Auto kommt ja erst noch. Und dieses Fach, das ist für die Sauerstoffflaschen, die dann quasi in einem Auszug ebenfalls in einem Kippauszug ausgezogen werden und dann gekippt werden und so dann auch ausgetauscht werden können. Das sind lange 10 Liter Du bist so unglaublich begeistert von deinen Fahrzeugen, das liebe ich auch, aber nicht nur du, das ganze Team, ihr seid über 30 Leute hier in Lingen, habt eine Riesenhalle, ich zeige es mal gerade, es geht jetzt um dieses Auto hier, das werden wir gerade mal zeigen. Es steht hier, ihr habt euch aus einem ehemaligen Blutspendemobil, dazu können wir es ja sagen, habt ihr euch ein Wohnmobil gebaut und da wollen wir mal so ein bisschen zeigen, das ist für Leute, die zum Beispiel 2 Personen
Personen langfristig gerne in einem Wohnmobil leben möchten, das nicht weiße Ware ist, sage ich jetzt mal. Also komplett aus GFK gebaut, das heißt absolut verwitterungsbeständig. Ja, genau, absolut verwitterungsbeständig. Ein sehr langer, großer Koffer, der, Sven, muss ich dazu sagen, noch zu Verkauf steht und der auch vielleicht ein... Deutlich unter 200.000 Euro, so viel können wir sagen. Er ist vom Zustand her neu. Also es ist wirklich, ihr habt alles neu gemacht. Das Basisfahrzeug ist dann ein altes Schätzchen. Was heißt altes Schätzchen? Ihr habt ihn neu lackiert. Ja, genau. Und komplett aufbereitet und die Kabine aufbereitet. Aber es ist ein Euro-3-Fahrzeug, Basisfahrzeug und wir sind auch immer unglaublich gefragt, muss man sagen. Denn Leute, die gerade Fernreisen machen, es ist kein 4x4, aber ich zeige es mal gerade, Sven, wenn du mal kurz mitkommst. Ihr habt euch hier mal ein bisschen ausgetobt, was das Thema Innenausstattung angeht. Ja, das ist alles mit Leder bezogen, sieht edel aus und macht einen guten Eindruck, denke ich. Ja, wichtig ist Zustand, also dass derjenige, der das bekommt, es riecht neu. Der Motor hat ein bisschen was drauf, aber für den ist das, glaube ich, Kindergeburtstag, oder? Die laufen weitaus mehr wie 2-3 Millionen, ja, das ist kein Problem. So, was hat der im Moment drauf? Ich meine 750.000. 50.000, läuft aber wie am ersten Tag, sagst du? Ja, genau. Wir haben den ein bisschen aufbereitet und also das Basisfahrzeug ist schon. Das ist neu alles, was ihr Das ist jetzt alles neu, genau, damit das auch hochwertig aussieht und nicht dieses Standard schwarz oder vergraut, graues Grau oder was auch immer ist. Ne? Ich zeige das mal gerade. So, die Rückfahrkamera ist dabei. Wir gehen gleich mal rein. Ja. Ihr habt euch mal so richtig schön hier vereinnahmt. Hier vorne siehst du deine Profile, lieber Sergej. Die Fenster hast du alle selber gebaut? Nee, die nicht. Nee, das sind KCT-Fenster. Das sind KCT-Hartglasfenster. Ja, sogar in dieses Fahrzeug setzen wir KCT-Fenster ein. Zeig mal bitte. Das ist hier die Klappe. So, und das heißt, du kommst überall ran. Ihr habt wirklich nicht gespart, muss man sagen. Das heißt, das ist aus dem Vollen geschnitzt, oder? Sozusagen, ja. Das ist, also, was Material angeht, das ist wirklich 60 mm Wände. Die Isolation ist ja schon mal sehr gut. Und halt auch die Materialien, Aluminiumprofile, Fenster, das ist alles qualitativ sehr hochwertig. So, wir werden gleich mal reingucken. Der Kunde, der das Auto kriegt, kann noch ein bisschen mitbestimmen. Das bedeutet, ihr habt es Teil ausgebaut, könnt sogar noch Sachen ändern, aber wesentliche Teile, da werden wir gleich mal drüber sprechen, sind noch offen. Das heißt, es ist geeignet für eine Person, die ein ganzes Haus haben möchte, wie zum Beispiel der Markus, der ja viel alleine unterwegs ist, muss man sagen. Du hast ein großes Auto, es steht hier. Das könnte man auch mit 2 Personen benutzen, mit einer Person ist es richtig geil, oder? Ja, sowohl als auch. Ja. Also ich genieße dieses Raumgefühl und den Platz einfach zu haben, gerade zu schlechten Jahreszeiten. Es spielt sich einfach viel im Auto ab. Ja, und ob man da jetzt alleine oder zu zweit drin ist, also der Platz ist einfach da und das hat dieses Auto um Länge noch mehr. Um Länge noch mehr. Die Länge übrigens, wo wir gerade bei Längen sind? Ja, das ist eine gute Frage. 8 Meter lang, höre ich gerade. Der Koffer ist 8 Meter lang. Koffer ist 8 Meter lang, das heißt das Fahrzeug insgesamt so knapp unter 10? Ja. Okay. Genau. So, hier haben wir ein Staufach. Das Auto ist quasi bis auf den Motor, ich sag mal, komplett überarbeitet worden mit allem drum und dran. Der wirkt neu, der riecht neu, Innenausbau ist neu, alles neu. Genau. So, hätte er gleich einen neuen bauen können, oder? Ja, aber wir hatten das Fahrgestell und wir hatten noch den Koffer. Also das ist, wir schmeißen ja nichts weg. Ne? Also Trummer Diesel ist im Moment drin. Zu könnte man eine alte reinmachen? Ja, könnte man auch, aber jetzt ist im Moment die Trummer drin, ja. So, man kann auch eine Share-Dieselheizung reinmachen, das ginge auch, das wäre kein Problem. Wenn ihr sowas plant, jetzt ist das Ding ja ultra isoliert, ja, das heißt auch was den Boden angeht. Wie würdest du denn eine Fußbodenheizung realisieren, wenn das einer haben möchte? Ja. Zum Beispiel Also ich denke mal, das einfachste würde elektrische Geschichte werden. das wäre kein Problem, kannst du nachmachen. Beziehungsweise als Luftdüsen, aber das ist dann halt ziemlich weit unten gehalten, auch ähnlich wie, aber richtige astreine Fußbodenheizung ist noch was anderes dann, ja. Es geht ja darum, dass die Laufflächen, wo man viel sitzt und unterwegs ist, die kann man ganz leicht mit Elektrik machen. Das ist auch gar nicht so viel Leistung. Wir reden da über, ich glaube, der Quadratmeter zwischen 10 und 15 Watt, oder? Ja, genau. Meistens haben wir den doppelten Boden und dann isolieren wir auch quasi
die Lauffläche automatisch. Wenn So, wir das ist der Tank, der ist noch nicht eingebaut. ja, der ist noch nicht eingebaut, das ist schon mal die Wanne. Der macht viel mit Edelstahl. Ja, genau. Du warst ja gestern so begeistert von der Wanne für, was war das nochmal, für die Staukiste im Aus Edelstahl. Iveco. Ja, genau. Also das ist dann immer so eine Sache von uns. Ja, genau. So, ich guck mal gerade da rein, dass wir das mal sehen. Also es ist noch im Zustand. Ist noch im- Ihr könnt das Fahrzeug bis, sage ich mal, Februar, März bereitstellen zur Auslieferung. Das würde gehen. jeden Fall, ja. 2022. Wie er hier steht, deutlich unter 200.000 Euro. Das ist dann Verhandlungssache. Du hast mir eben einen Preis gesagt, da habe ich gesagt, Maria, es geht gar nicht. Wir sagen einfach mal deutlich unter 200.000. Denn Deutlich unter 200. je nachdem, was hier noch reinkommt, Lithium, Victron Energy, da kann eine Klimaanlage noch reingebaut werden. Also der Kunde ist dann noch vollkommen frei. Ja, bis hin zum neuen Motor, wenn das sein sollte. Das ist Preis vom neuen Motor, was kostet er? Ja, ich sag mal jetzt nur, der Motor wird wohl kommt drauf an, 10.000 rumliegen, aber der Einbau noch Wenn er mal. denn einen braucht. Also ich Ja, sag mal, natürlich. du sagst, brauche nicht. Ich brauche nicht, nee. Wenn du den mal ganz kurz mal anschmeißt, sei mal so lieb, geht das? Ha, er guckt schon ganz böse, der Sven. Er weiß nämlich nicht, was kommt. Das ist immer das Schöne bei mir. Denn wir wollen anhand des Fahrzeuges eigentlich mal zeigen, wie er arbeitet. Der ist nagelneu lackiert. Ja, genau. Komplett. Ihr habt eine Komplett eigene neu- Lackiererei? Ja, genau. Der war so rosa, Weinrot war er mal. Das Basisfahrzeug ist eine Pritsche gewesen, hat nur Kartonage gefahren, irgendwo in Frankreich. Und deswegen haben wir das Basisfahrzeug sehr attraktiv gefunden. So, der kommt gleich, Sven, der Schlüssel. Das ist so der. Aber es fängt schon an, ihr könnt das alles selber machen hier, gell? Das heißt also, der ganze. Ja, die eigene Sattlerei, genau, die ist jetzt hier zwar nicht vor Ort, aber das ist überhaupt kein Problem mehr. Kein Problem. So innen drin. Ziel ist ja auch das Thema Aufbereitung. Ihr habt natürlich spezielle Geräte zur Aufbereitung, die mit Druckluft und du kennst die Geräte Tornador. Damit kriegst du alles sauber. Ja, ist wohl so, genau. Zeig mal oben, der Himmel. Ja, selbst die Sonnenblenden, alles überzogen mit Leder. Neu, alles ganz neu. Ja. Ganz wichtig. Also es riecht neu, es ist neu, mit allem drum und dran. Ich höre gerade, wir suchen den Schlüssel noch. Wir gehen derweil mal noch mal außen rum mal ganz kurz. Jemand organisiert den Schlüssel gerade. Das zeigen wir mal. Siehst du mal, da kam ich mal wieder, Markus, und habe gesagt, haben wir mal einen Schlüssel, haben wir nicht vorbereitet. Ja, das Denn stimmt. es war meine Idee, das Fahrzeug jetzt mal zu zeigen. Ihr wolltet es gar nicht zeigen. Es hat innen drin, trotz 8 Meter Länge, das ist ja für viele wenig, ein Platzgefühl. Das ist unglaublich, oder? Ja, eine riesen Garage und ein sehr großes Bett, welches wir dann gleich auch schon sehen, welches wir das auch fast schon als Familienbett unterteilen könnten. Aber gleich dazu ein riesengroßer Koffer, ein großes Schätzchen, das ein neues Zuhause sucht und ja. Ihr habt den aufgebaut. Also deutlich unter 200.000. Beklebt wahrscheinlich super geil aussieht. Ja, so ist es. Die Farbe ist jetzt so ein Grau, es ist nicht ganz weiß, oder? Es ist dieses, grau-weiß so ein bisschen. Ne? Voll im Trend. Aber da jetzt Folierung wäre kein Problem, das geht, oder? Absolut kein Problem. Markus, du darfst mal bitte hinten draufhauen mit der Faust. Was ist das für Material? GFK. Innen, außen. Also das ist wieder beidseitig beplankt mit GFK und diesem Spezialkunststoff, 60 mm Wände. Also das gleiche wie in meinem Expeditionsfahrzeug. Bitte nochmal draufhauen. Das kannst du stundenlang machen, oder? Ja, Also das hört ist. sich sehr stabil an. Also, den Schlag, das machen wir auch gleich nochmal, aber wir wollten ja unsere Koffer wir wollten unsere Wände, die wir selber bauen, dann auch oder selber zusammenstellen, dann auch unter einen Hammer legen und dann. Das zeigen wir gleich mal. Aber hier bei dem Fahrzeug jetzt nicht mit dem Hammer, oder? Nee, bitte nicht. Da gucken Felix, wir hi. Hi, Guten servus. Morgen. Du bist hier Schreiner? Ja. Du hast Teile gebaut hier von dem? Ja, also eigentlich die Verkleidungen oben, innen drin. Du könntest ja jetzt mit deinen Skills ja überall arbeiten, jetzt mal Hand aufs Herz, ja, dann bist du ein guter Schreiner. Ihr kriegt zum Beispiel von dem Konstrukteur jetzt keine fixen Pläne, sondern ihr kriegt nur die Maße vom Block, wie es sein soll. Ihr seid da relativ frei. Genau. Also Entwurf und wie es aussieht, wo die Teile und alles sind, die Schränke, das dürfen wir entscheiden. Guck mir das Material an, wie dick das ist. Naja, ist schon. 60 mm starke Wände.
GFK, komplett mit Kunststoff verkleidet, außen kein Alu. Nee, kein Alu. Kein Alu. Also ich glaube, wenn jemand ein Fahrzeug sucht, vielleicht auch eine Familie, sei es auch mit 2 oder 3 Kindern oder mehreren Hunden, die jetzt nicht Allrad haben müssen, ja, und wenn man ehrlich ist, wenn man 1000 Kilometer fährt, wie viel Kilometer braucht man dann wirklich den Allrad? Ein Zuschaltbahn, ich habe ihn noch nie verwendet. Ja, ich habe ihn schon jetzt öfter natürlich gebraucht, aber der hat hier eine super Basis, ja. Also ein extrem stabiles Fahrzeug mit reichlich Platz in einer super Qualität. Also und dann passt der Preis auch definitiv. Ja, nee, ich hab zu Maria gesagt, das geht gar nicht. Wir müssen den auch sehen. Ich sag mal, du hast eine Preisvorstellung, also leer wie er jetzt hier steht, 120. Man muss allerdings sagen, da kommen noch ein paar Sachen rein. Also da kommen ja noch Lithium, Solar und so weiter. Und da muss man fairerweise sagen, wenn wir jetzt mit 120 anfangen, da wird man nicht fertig. Ist da die Mehrwertsteuer schon mit drin? Ja. Ist schon mit drin. Hättest du jetzt sagen können. Ja, aber das ist, nein. Ihr seid ehrlich. Nein, das Problem ist, wir haben ja schon einige Kommentare bekommen. Also wir standen damit auch schon auf einer Messe. Die einzige Messe in 21 gewesen, die Rhein-Waal-Messe. Und dann bekommt man die Kommentare ganz oft zu groß. Brauche ich nicht. Ist total geil. Ich weiß. Warte mal, ich zeige euch das mal. Weiß. Maria, wir werden das jetzt mal zeigen. Dieses Auto hier ist so genial. Richtet sich zum Beispiel an Leute wie jetzt, ich sag mal, Morello und Co. Tank. Ihr habt eine kleine Tanköffnungsklappe gemacht, ja? Ja, genau. Also er hat ja durchgehend eine Schürze und diese Schürze muss dann sich ja quasi dem Unterbau anpassen und mal kommt da eine Kiste rein, wenn wir da ein bisschen mehr Platz haben am Fahrgestell. Ansonsten sind das dann Klappen. Die ist mit drin, die Treppe? Die Treppe, die ist bei der Messe super angekommen. Schau dir das mal an. Also ich falte mal zusammen. Ja. So. Das ist die Treppe. Das ist die Treppe. Kassettentreppe. Und die Frage aller Fragen ist, wie kann man die aufmachen, wenn man von innen drin ist? Da hast du nämlich eine Antwort für. Gibt 2 Möglichkeiten. Du ziehst entweder das hier oben raus, richtig? Ja. So, das ist möglich. Warte, Aber du kannst auch Folgendes machen. Du hast die Möglichkeit, hier vorne auszusteigen. Wir haben nämlich einen Durchstieg bei dem Auto da. Und dann kannst du einfach aussteigen. Das ist auch für Leute gedacht, die zum Beispiel in Spanien ein bisschen länger stehen, die jetzt, ich sag mal, ein eigenes kleines Einfamilienhaus einfach mitnehmen möchten. Ja. Und also das ist kein Thema. Die Treppe bitte mal ausfalten. Wir haben uns aber auch überlegt, dass wir in die Blende dann entweder Mulden einlassen. Das können wir ja auch jederzeit, weil wir hier eine Fläche haben, die dann quasi ausgenutzt werden kann. Oder so kleine Rutschstufen. Also die gibt es ja auch schon zu kaufen, die man dann quasi aufklappen kann. Sven, Ja. du hast sie entworfen, die Treppe. Ja. Ja, du hast sie entworfen. Du hast sie am Rechner entworfen. Kein Witz, das ist deine Treppe. Steig mal bitte drauf. Was wiegst du denn heute? 110. 110. Steig mal drauf. Geh mal noch eine Stufe höher. So, du darfst mal neben den Sven bitte. Ich bin auch kein Gleichgewicht. So, kein Gleichgewicht. So, jetzt mal eine Stufe höher, alle bitte. So, jetzt kommt mal der nächste. Du gehst mal bitte drauf. Das sind nämlich Kinder spielen nämlich so, muss man sagen, ja. Jetzt ist der nächste. Jetzt dürft ihr alle mal, du dürft mal alle eine Stufe höher gehen, bitte. So, und jetzt Felix noch drauf, bitte. Oh nein! So, und das ist das, wovon ich rede. Ich kann mich mit euch jetzt unterhalten und jetzt mal bitte wippen. Oh, bitte nicht! So, also das ist übrigens Emmert Fahrzeugbau. Also das ist jetzt live. Ihr steht alle noch auf der Treppe, richtig? Ja. So, dann kommt mal alle noch mal kurz runter. Felix, das ist der Hammer, oder? Ja, ist auf jeden Fall. Also wenn du das machen würdest mit einer, ich will jetzt keinen Namen sagen, ja, aus der weißen Ware-Technik, die so rausfahren, wo du schon Angst haben musst. Warum erkläre ich das? Das ist eine Treppe, wenn du jetzt stehst, 1-2 Wochen, die hat einen richtigen Tritt. Da kannst du auch als älterer Mensch nicht, weißt du, da gehst du nicht filigran. Das ist eine Treppe wie zu Hause. Ihr habt einen Handlauf, der wird hier noch eingearbeitet. Den zeige ich mal gerade bei deinem Auto. Denn ihr macht, den habt ihr aus, der liegt, zeig mal gerade. Der ist aus Edelstahl, habt ihr den gemacht. Der ist natürlich dabei. Der ist aus Edelstahl und schon beschichtet. Also Ja. da gibt es, das ist der Handlauf. Das ist der Handlauf. Der wiegt ungefähr, was wiegt der? 4-5 Kilo? Ich würde sagen 3,5, 4. Ja, 3,5 Kilo. Das ist der Handlauf, zeig mal bitte. Und der wird eingebaut und damit hast du ein ganz sicheres Auf- und Abgehen auf dem Fahrzeug. So, Quasi so an die Tür. das ist der Handlauf mit dabei. Das heißt, wenn du runtergehst, kannst du wirklich extrem gut gehen dabei. Ja.
Und das ist der Hammer. Jetzt gehen wir mal kurz hoch. Ich zeige mal gerade was. Ihr baut ja eigentlich Rettungswagen. Kommt mal alle rein. Ja, haben wir schon Licht hier drin? Ja, Sekunde. So, das ist der Boden aus einem RTW. Ja, das ist ein RTW. Boden. Und zwar sind das Flocken, die dann quasi in einem Verfahren auf den Boden aufgebracht werden, dann nochmal geschliffen werden und so sieht er dann aus, Unkaputtbar. einmal versiegelt und dann, ja, unkaputtbar, sehr robust und anspruchslos. So, das ist der Durchstieg. Also für alle Fälle der Fälle, wenn ich mal kurz stehe, kann ich vom Fahrerhaus zurück rein. Und Eigentlich kann der jetzt im Moment hier nicht, Noch nicht. gemacht werden. Ja, genau, weil auch die Sitze hier davor da ist aber ein Durchstieg. Die Sitze stehen im Moment nur da. Das ist jetzt ein Beispiel als Konzept. Ja, genau. Also wir haben versucht, dann einfach nur eine Idee vorzugeben, was man damit machen könnte. Aber muss jetzt nicht sein. Da könnte auch zum Beispiel ein So, Bett kommen wir mal auf das Thema Holzbau. Das hier ist wahrscheinlich Birke Multiplex, oder? Nee, das ist Pappe. Pappe. Genau. Okay. War sehr, sehr leicht, sehr stabil. Wenn ich mir die Kanten hier angucke, du bist happy mit den Kanten? Ja, also jein. Aber Ich finde die perfekt. Und du bist nicht 100% happy. ja, doch. Sind Ja, okay. aber was denn jetzt? Ja, sag mal. Also ich zeig's mal gerade. Es ist mir hier aufgefallen, ich krieg ganz oft Post, ja, wenn du mal in einem ganz normalen Wohnmobil warst, ja, und dir den Möbelbau mal anguckst. Jetzt nichts dagegen, das ist ja Ultraleichtbau. Das hier ist ja kein Ultraleichtbau, muss man sagen. Nee, definitiv nicht. Vor allem mit der Schichtstoff. Also der wiegt schon am meisten, glaube ich. Ja, das ist so. Das ist stabil, wenn du mal gerade mit der Hand mal ein bisschen dran wackelst. Schichtstoff ist hier drin. Das ist wie aus dem RTW. Ich darf das mal zeigen. Du brauchst nicht so zu gucken, Maria. Ich habe dann immer Angst, dass irgendwas... Da passiert gar nichts. Ja, aber wir sind live. Bitte mach mal da oben auf. Oh Ja. Gott. Ja. Wenn du dich mal gerade, genau, einmal kurz drücken. Warte. Ups, Nee, Moment. so. Da funktioniert der So. Pushlock nicht. Nee, der Oh. Pushlock funktioniert, Ja. aber Markus, komm mal her. Der wird noch hochgehoben. Ihr baut da, oder beziehungsweise die Emmert Fahrzeugbau, du bist ja hier auch Kunde nur, sage ich mal, Federn ein, das ist alles für die Ewigkeit gebaut. Ja, die müssten ja gar nicht so stark sein, aber das ist wirklich unkaputtbar. Das Sag ja. Ja. So, ich zeige mal, wie das gebaut ist. So, jetzt darfst du mal Folgendes machen. Felix, du wiegst wie viel? Aktuell, ich weiß nicht, um die 70. 70 Kilo. Wenn du dich mal gerade links eine Hand holst und rechts eine Hand, häng dich mal dran. So, jetzt mal Beine hoch. So, das wollte ich einfach mal zeigen. Bewegt sich da irgendwas, Markus? Nein, gar nicht. Das ist wirklich extrem stabil. Nochmal gerade, du hast die Füße weg. Ja. Das macht nichts, oder? Nee. Das ist, So, ich zeig mal gerade was anderes. Wenn du hier mal gerade gegen das Holz mal mit der Hand mal bollerst, bitte, Markus. Oder hier, Felix, mach mal. So, unten mal so an der Seite, dass wir das mal sehen. Also ich will mal gerade sehen, ihr baut RTWs und Krankenwagen. Ist das der gleiche Anspruch, den ihr habt? ist ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben halt zweierlei Materialien. Für RTWs wird Vega benutzt. Das weiß, oder? Genau, das ist das Weiße. Okay. Und hier haben wir jetzt die harte Beschichtung oben drauf. Es geht um die, ich glaube, es ist schwierig, das Material zu beschichten, das andere, oder? Das geht nicht so einfach. Geht auch. Ja, es würde gehen. Okay. Für Badmöbel müssen wir es machen. Okay. Die sind Allein- wasserfest, oder? Genau, es geht um die Wasserfestigkeit, genau. Da hier der Pappe, das Multiplex, ist halt einfach nicht Für mich ist das perfekt, ganz ehrlich. Aber dass du damit ein Problem hast, das verstehe ich, weil wahrscheinlich irgendwo ein Millimeter zu viele war, den ich nicht gesehen habe. Die laufen richtig gut. Wenn du auch hier mal bitte Folgendes machst, den Auszug mal gerade nimmst, ja. Ja. So, und dich mal gerade auf den Auszug, mache mal ungefähr mal so halb. Ungefähr mal so und jetzt setze ich da mal drauf. Das Da weiß ich nicht, ob Mach mal. Ja, genau, weil das sind ist ein Innen bis 40 Kilo sind die auch. Ja, ist schon klar. Bitte einmal machen, draufsetzen. So. So, du bist jetzt frei hier unten, ja. Es geht nicht darum, dass der bis 40 Kilo ausgelastet ist. Wir steigen bei Schmidt-Küchen immer in die Auszüge rein.
weil sie es können. Also die sind dafür gemacht. Jetzt ist er ja, ich sag mal, nicht ganz draußen. So, das geht. Also die Dinger sind belastbar. Das will ich einfach mal zeigen. Das war ein Test, den haben wir nicht vorbereitet. Oder? Nee, definitiv nicht. Leider nicht. Hast du was mal gemacht? Nein, sonst hätte ich mich jetzt nicht drauf eingelassen. So. Oh Gott, oh Gott. Ich zeige mal, also das ist Qualität, also wie man sich eigentlich zu Hause wünscht. Du kommst aus dem Holzbau, oder? Ja, ich bin Tischlermeister vom Beruf, das stimmt, ja. Jetzt bist du ja hier Kunde. Er kann das gut, oder? Ja, wirklich toll. Ja, er macht gute Arbeit. Ist zwar noch ein junger Mann, aber der ist super gut am Lernen, ist sehr kreativ und hat einen hohen Anspruch an Qualität. Also von daher ist Felix definitiv der richtige Mann dafür. So, bitte mal einmal hier öffnen, Felix. Wir wollen ja mal ein bisschen zeigen, was du hier gemacht hast. Ja, das ist hier ein Klavierband drin. Genau. Das, ich sag mal, das ist für die Ewigkeit gebaut, das Klavierband. Das hat die höchste Belastung. Da kann nichts passieren, ne? Eigentlich nicht, nein. Ja. Nein. So, da drin ist schon bereits eine Klimaanlage eingebaut. Ja. Die ist im Preis mit drin, korrekt? Ja, genau. So, genau. eine Staukasten-Klimaanlage ist mit drin. Dann hast du überall natürlich das genutzt. Der Boden hier ist doppelt. Das schafft warme Füße, die Luft geht rein. Das ist also auch ganz klasse. Ja. So, der Tisch ist absenkbar. Das heißt, hier kann man ein Bett draus machen. Ja, kann man. Kann man. Zeig mal bitte die Absenkung. Kannst du das Die ist nicht absenken? fest montiert. Und der Okay. Tisch selber ist, Der steht nur drin. Die sind Okay. nicht fest montiert, ja. Ich zeige mal gerade. Hier könnte man jetzt zum Beispiel Stockbetten einbauen. Man könnte hier ein großes Esszimmer, man könnte hier zum Beispiel Hier auf dieser Seite eine schöne Küche. eine Küche, ein Wohnzimmer könnte man machen. Man könnte aber auch hier die Küche reinmachen und auf der anderen Seite könnte man was machen. Also das ist vom Grundriss her noch vollkommen frei. Und ich stelle mich mal ganz nach hinten. Markus, wenn du mal ganz nach hinten gehst, bitte. Und ich muss gucken, dass da hinten kein Nebel ist, weil es so weit weg ist. Ja. Ich mache mal gerade dich ein bisschen heller, dass man dich mal sieht. Da hinten ist der Markus. Geh mal ganz nach hinten, ganz mal durch. Das wird gleich mal zeigen. Das ist euer Anspruch. Guck mal, da ganz da hinten. Hallo Markus. Ja, hallo Sven, hallo, grüß dich. Sag mal, auf 8 Meter. Das Raumgefühl hier, das ist nicht Wohnmobil-like, sondern das ist eher, ich sag mal, das ist eine kleine Wohnung, oder? Ja, genau. Oh, der Schlüssel Komm. ist da. Komm, wir gehen mal gucken. Ihr habt ihn gefunden. Haben wir gefunden, den Schlüssel, ja. Und er läuft. Läuft auch gut. Also jetzt mal ehrlich, du brauchst ja keine neue Maschine, oder? Du brauchst auf keinen Fall eine neue Maschine, aber es würde die Möglichkeit bestehen halt. Ne? Okay. Das wollte ich erwähnt haben dabei. So, der hat natürlich Luftdruckbremse, das ist Profitechnik. Genau, das ist wirklich... Super, dann machen wir mal aus. Ich glaube dir nämlich jetzt, dass er läuft und er ist direkt angesprungen. ja, erst rein, ja. Also wir reden hier über einen Artego, der ist wirklich im Nahverkehr, das ist ein Auto. Den kriegt man nicht kaputt. Ne? Krass. Und ich meine, diese Euro 3 hat ja auch Vorteile, ne? Mit Ja. kein AdBlue und sowas alles und auch für Länder, wo es vielleicht da Schwierigkeiten gibt zu tanken. Ja. Und, ne? Okay. Ist schon nicht verkehrt. Super. Also ich bin schon mal begeistert. Komm, wir gehen noch mal kurz rein. Sven, ich brauche dich mal kurz drin, dass wir das haben, denn Konstruktion ist ja das... Guck mal hier, die Spiegel habt ihr lackiert. Das ist ja ziemlich viel Aufwand, oder? Ja, ja, Das heißt, ihr klebt die nicht ab und lackiert drumherum? Nein, die waren so grau, schwarz und dann mussten sie nach Braucht die unseren komplett Ansprüchen auseinander. Ja. weiß werden. Ja, So. genau. Also, ihr habt eine eigene Laserwerkstatt. Ich gehe mal gerade hier nach nebenan. Das ist dein kleines Reich hier. Allein hier rechts auf der Seite ist die Schreinerei. Genau. Das ist ja mal eine Schreinerei. Das sind die Tischler hier zu Hause und da ist auch ordentlich CNC-Technik und auch Hobel und Sägen und alles, was das Herz begehrt für einen Tischler. Ne? Presse sehe ich gerade hinten rechts. Das ist hier eigentlich auch Felix seine Heimat. Sag mal, Felix, kennst du irgendeinen Schreinerbetrieb hier in der Nähe, der so ausgestattet ist? Ich bin ja eigentlich gar nicht von hier. Ich komme ja aus dem Raum Stuttgart. Gibt es irgendwann in Stuttgart einen? Nein. Ich zeig's mal gerade. Felix, wenn wir mal hier anfangen, was ist das für eine Maschine? Das ist eine Formatkreissäge von Altendorf. Wieso muss sie so groß sein? Damit wir große Platten drauf verarbeiten können. Aber die kommen eigentlich alle so ziemlich in der Größe. Also So, das heißt, Arbeitsschutz ist ja ein großes Thema, hier wird alles direkt abgesaugt. Hier hast du keine frei fliegenden Stäube, die, ich sag mal, lebensgefährlich sind. Du arbeitest natürlich mit Atemschutz.
Ja. Je nachdem, er sagt ja, aber er hat ein bisschen gelacht dabei. Ich zeige es mal gerade. Ausbildung zum Schreiner, das heißt also, du bist in einem Handwerk drin, das ist schon Jahrtausende alt. Da hat man selbst natürlich einen Anspruch. Du hast die Ausbildung schon gemacht oder bist fertig? Genau. Also ich bin jetzt eigentlich frisch fertig mit der Ausbildung. Und das Werkstück, was hast du gebaut? Als Gesellenstück, einen kleinen Barschrank. Kein Bauschrank. Und Barschrank, Note? ja. Barschrank, Note? Ich hatte eine 2. Warum nur eine 2? Das weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Den Prüfer mal Wir fragen. hätten ihm eine 1 gegeben. So, was ist das für eine Maschine? Puh, da bin ich überfragt. Das Teil, Ja, sag's. Also das, was wir sehen, ist eine ältere Maschine, ein sogenannter Kettenstemmer. Ich bin ja nur ein paar Jahre älter wie der Felix und ich habe früher damit noch viel gearbeitet. Also wenn man zum Beispiel bei Haustüren Schlösser eingestemmt hat oder auch Zagengestelle gebaut hat, dann hat man damit den Schlitz eingestemmt. Ja, also es ist ein Kettenstemmer. Aber es sind unglaublich schöne Maschinen, die zum Beispiel hier, sowas hier, da hättest du damals nur von träumen können bei deiner Werkstatt, oder? Ja, das ist richtig. In meinem Betrieb haben wir zwar auch eine CNC-Maschine gehabt, aber die war halt auf den Treppenbau ausgelegt. Ja, okay. Klar hat so CNC, aber das hier kann ja riesige Platten bearbeiten. Ja, das und dann, stimmt. Ja. ich nehme an, die kann auch 3D? Nee. doch. Also das ist jetzt aktuell eine Dreiachs CNC, das heißt, sie kann einmal nur in der X-Achse verfahren, in der Y-Achse, das heißt nach hinten und Z-Achse. Das braucht eine CNC, anders wird sie nicht laufen. So, und du bist übrigens der Spezialist für die Programmierung dieser Anlagen. Genau. Ja. Da gibt es eine eigene Software, Name von der Programmiersprache? Nein, von der Programmiersprache. Also das Programm heißt Woodwop. Nochmal? Woodwop. Woodwop. Das ist von Homag eben. Also das ist eine Homag CNC. Ist das da drauf? Gibt es da irgendwie einen Einschalter oder wie ja, läuft das? Das dauert. Bootet 10 Minuten. Ja, genau. CNCs sind ein bisschen langsam manchmal. Muss man sagen. Windows XP lässt grüßen. Ne? Ja, exakt. So sieht's aus. Sehr cool. Also das ist da. Dann haben wir hier, das ist was? Das hier, Ja. das war auch mal ist immer noch eine Formatkreissäge. Immer noch, ihr habt mehrere natürlich. Ja. Ja. So eine Ständerbohrmaschine, das kann sogar ich wissen. Stimmt das überhaupt? Ja, Ständerbohrmaschine. Dann haben wir hier eine dicken Hobelmaschine. Okay. Und hier die Hobelmaschine, die Abrichthobelmaschine. Das heißt, wenn man mal größere Holzteile oder so verarbeiten muss, dann werden sie hier erstmal plan gemacht auf einer Seite. Und dann kommen sie in die dicken Hobelmaschine und werden dann auf dicke ausgehobelt quasi. So, und das ist das Material hier. Genau. Das ist ja der Hammer, oder? Das ist Kunststoff mit innen drin Beschichtung. Das heißt also, es fängt ja an, du hörst in so einem Wohnmobil nichts, wenn die Fenster zu sind. Das heißt, das ist wie in einer Wohnung, oder? Ja, ganz genau. Thermisch und akustisch abgeschlossen. Ja, wenn du mal Nicht gerade so ganz, was in die Hand aber- nimmst, bitte, mach mal. Vielleicht so oben das Teil. Und mir mal ungefähr sagst, wie sich das anfühlt. Ja. Ist schon schwer, oder? Nee, eigentlich ganz leicht. Das ist aber auch der Sinn der Sache. Ne? Okay. Also thermisch zu trennen und akustisch zu trennen und trotzdem ganz leicht zu bleiben. Das ist der Sinn der Sache. Das Teil könntest du jetzt 3 Jahre lang irgendwo reinstellen im Wasser. Holst Ja. es raus, das verrottet nicht. Nein, verrottet nicht. Gar nicht. Genauso, nein. Es rostet nicht. Es rostet nicht, es verrottet nicht, es leitet nichts weiter. Wie gesagt, den Schlag, das machen wir gleich. Und Weka verhält sich eigentlich ähnlich. Wir können jetzt mal ganz kurz hier lang. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, das Radio ausmachst, dann Ach so, ja, klar. wegen der GEMA, sonst erschlagen die mich. Obwohl gerade Maroon 5 läuft. So, und das ist so ein typischer Schrank. Das ist so ein typischer RTW-Schrank, genau. Hier oben, das ist so ein Stauschrank und hier unten stehen die 2 Sauerstoffflaschen. Einmal der Feuerlöscher und da hängt so eine Ersatzflasche, 2 Liter Ersatzflasche für Sauerstoff. Cool. So, und hier vorne siehst du auch, das liebt ihr übrigens, was das also sind- jeder das gerne sind so nicht Klappen. macht. Ihr macht gerne solche Sachen über Eck und das hat dich auch fasziniert, oder? Ja, das stimmt. Also was mich von Anfang an begeistert hat, war, dass man hier nicht immer versucht, den einfachsten Weg zu gehen. Ja? Also das liebe ich im Möbelbau, das liebe ich aber auch in jeder anderen Konstruktion, was hier aus dem Hause Emmert kommt, dass man nicht einfach sucht, aus Kostengründen es möglichst einfach zu machen, sondern einfach, dass man einfach den richtigen Weg geht
und den langfristig stabilsten da auch. Ja. Also ich hatte mal eine Küchenarbeitsplatte im Baumarkt besorgt und dann habe ich mir so einen Kantenumleimer gekauft und habe den versucht mal mit dem Bügeleisen aufzubringen. Das Ergebnis war schwierig. Ich habe dann anschließend jemanden kommen lassen, der es konnte. Das Thema, ich sag mal Laminat oder außen die Beschichtung von dem, was man sieht und Kanten, die müssen ja beim RTW für die Ewigkeit halten. Wie hast du das gelernt, dass die so gut halten? Ist das schwierig? Ja gut, eigentlich kommt es auf die Kantenanleihe an. Ja gut, du ist ja auch die Person, die es bedient, oder Sven? Auf jeden Fall, sagt der Sven. Er ist übrigens der Konstrukteur. Wir kommen noch zu dir. Du musst uns mal im nächsten Video einfach mal zeigen. Wir können uns ja diese Tür einmal anschauen. Das ist eine Tür? Ja, genau. Das ist eine Tür, eine Badtür für ein Wohnmobil, welches wir bereits gebaut haben. Also wie gesagt, Schichtstoff ist HPL. Da haben wir die unterschiedlichsten Dekore. Da können wir die unterschiedlichsten Wünsche und Farbwünsche realisieren. So, und die werden dann in dieser Maschine, in dieser Presse da hinten, also die Platte wird dann mit HPL einmal zusammen verleimt. Wo ist die Maschine? Hier vorne. Felix, komm mit. Ach, da vorne. Ja, genau. Hier werden die Platten werden dann angesprüht, hier vorne geklebt. Genau. HPL wird dann drauf angebracht, genau so. Ne? Schichtstoff, Platte, HPL. So, dann wird das in die Maschine. Ist das warm da drin in der Maschine? Man kann es aufheizen, ja. Also wir haben es damals in meinem Ausbildungsbetrieb benutzt für Weißleim, also Teile, die mit Weißleim verklebt wurden oder verleimt wurden. Und das bleibt wie lange drin? Also auf 60 Grad Weißleim 10 Minuten, Okay. ohne Heizung eine Stunde. Ohne Heizung eine Stunde. Das heißt, wenn es natürlich geheizt ist, geht es schneller. Das ist Stand der Technik, oder? Naja gut, also eine Furnierpresse braucht heute nicht mehr jeder. Wir als Treppenbauer haben sie gar nicht genutzt, weil wir mit Massivholz gearbeitet haben. Aber alle, die im Möbelbau unterwegs sind und ihre Platten selber beschichten, sprich mit Echtholz furnieren oder aber auch mit Kunststoffoberflächen, sprich HPL, die brauchen letztendlich auch eine Furnierpresse. Das stimmt. Sven, ganz wichtig ist ja, ihr habt ja keinen Bock mit den Kunden, euch über jahrelange Sachen zu streiten, die irgendwie Spaltmaße nicht stimmen, die Sachen gehen kaputt, die kommen zurück, du musst 50 Mal nacharbeiten. Da hast du gar keine Lust zu, oder? Nein, das kostet Zeit und Geld vor allen Dingen. Ne? Also versuchen wir schon von uns aus die Qualität recht hoch zu halten und auch der Anspruch für uns selber ist da. Und ich meine, dass mal sowas passiert, dass irgendwo eine Reklamation auftaucht, das wird überall passieren können, aber wir versuchen es halt zu minimieren. Es ist so, ihr baut das so, als wenn man mitfahren würde hinten, das erlaubt wäre. Es soll ja Länder geben, da ist das nicht so wichtig, ja. Und du würdest da mitfahren, da klappert nichts, oder? Auf keinen Fall, nein. Ich baue das auch. Ich bin immer so am Konstruieren auch, als wie wenn ich es für mich selber machen würde. Es muss halt wirklich was Gutes dabei rauskommen. So, ihr habt eine eigene Lackeinheit hier. Ist die hier oder ist die in einer anderen Halle? Nee, die ist am Dahmer Esch. Ist zwar hier auch in Lingen, aber das ist eine andere Halle und separat hier von uns getrennt, weil da auch andere, So, ihr seid großer Sammler von Range Rovern, oder? Nee. Nee. Zeig mir mal grad, das ist ja hier unten, das ist ja mal eine Grube, da kannst du ja einen ganzen Sattelzug drunter fahren, Sven, oder? Ja, das ist eine LKW-Grube. Das ist erstmal für diese hohen Gewichte, weil da kommst du mit der Hebebühne auch nicht mehr so ganz weit. Und bei LKW ist es halt wichtig, eine vernünftige Grube zu haben. Ja. Ja, es geht ja um 1000 Sachen, solche Standheizungen einbauen und so weiter, muss ja irgendwie drunter kommen. Luftfederung. Luftfederung bei RTWs ist eine ganz große Sache, das wird hier gemacht. Da werden 3, 4 RTWs hintereinander gestellt und dann werden die Luftfederungen eingebaut. Nacheinander, das sind die gleichen Schritte, das lässt sich dann gut arbeiten. Genau, in einem Abwasch erledigen. Genau. So, du magst Schlümpfe, oder? Ja, gerne. Ich zeig's mal gerade. Denn blaue Sitze sind bei euch nämlich Standard bei RTWs, oder? Oh ja, das sind unsere Sitze, die wir auch selber besattlern. Und, Achso, ihr besattelt die selber? wir besattlern die selber, ja.
Wer ist dafür zuständig? Da sind 2 Ladies, die bei uns in Welzheim arbeiten und ja, das machen die beiden. Die machen das auch nicht schlecht, oder? Die machen das super und die Montage passiert dann hier, aber dieses Besattlern und Überziehen und Nähen und das ist Kleben. Die sterben dafür wie der Felix, ja. Der sagte, aber gerade eben, als wir gesagt haben, setz dich mal auf die Schublade, das war schon gemein. Das hätte ja alles passieren können. Ja. Aber ich habe gewusst, dass sie hält. Ja. Und selbst wenn, hätte ich es drin gelassen. Ich hätte allerdings, muss ich fairerweise dazu sagen, den Sven hätte ich da nicht draufsetzen lassen, weil, komm, wir gehen nochmal zurück, es geht ja ums Auto. Wir wollen euch nur mal zeigen, also wenn ihr dieses Auto erwerbt oder ein neues bestellt, jetzt kommt's, ihr müsst ja nicht den kaufen, ihr könnt euch irgendeinen zusammenbauen lassen vom Sven und ihr baut den in den nächsten 12 bis 16 Wochen, wenn man das Basisfahrzeug hat. Ja, genau. Also die Vorplanung braucht ja auch ein bisschen. Wir müssen ja wissen, also die reine Bauzeit ist dann wirklich 12 Wochen, aber bis dahin muss ja der Kunde wissen, welches Furnier, welche Technik er möchte, welche Heizung, welche Klimaanlage, wie das Licht aussehen soll, welche Wasserversorgung, wie die Tanks ausfallen müssen. Also viele Sachen müssen vorerst besprochen werden, damit das Fahrzeug in die Produktion geht. Aber wenn das Fahrgestell dann da ist, dann dauert der Kofferbau eine Woche und dann fangen wir an eigentlich mit der Verkabelung. Die Verkabelung dauert dann nochmal so 2 bis 3 Tage und dann kommt die Klima rein, die Wassertanks, die Batterien. Er hält. Gut, er ist aufgebockt. Er ist aufgebockt. So, kleiner Schrecksekunde, aber es geht gut. Sven, komm mal rein. Wir zeigen nämlich mal gerade, was das für ein geiles Material ist. Denn ich nehme an, das hat hier keiner von Hand reingefräst, oder? Das ist richtig, da werden Schablonen aufgelegt und du hast eine Oberfräse und das ist ja im Prinzip dann auch ein Teil Handarbeit. So, das ist jetzt hier keine entsprechende Kältebrücke, die hier dadurch entsteht, oder? Nein, auf keinen Fall, ne. Eine Wackel Wir hier. stehen hier und halten euch fest. Halten uns fest, ja, dass da ist. Also wir zeigen mal ein paar Sachen. Das Material an sich ist extrem isoliert. Jetzt sehen wir hier natürlich RTW, der hat andere Ansprüche wie Wohnmobil, oder? Ja, ist richtig, die sind sehr viel unterwegs, die stehen teilweise in der Halle und da sind die die Wärmewerte nicht ganz ausschlaggebend. Aber trotzdem, der ist ja gut gemacht, oder? Ja, es ist für ein RTW auf jeden Fall nicht alltäglich, dass du so starke Wände hast und Material. Ne? Es ist ganz... Was ich Ja. noch dazu sagen muss, bei dem RTW haben wir ja die Innenschicht Aluminium hier innen. Ne? Das machen wir ja bei den Wohnwagen nicht. Und da ist es so, dass wir zum Beispiel diese Lichtauslässe nicht in die CNC-Maschine einlassen und durch die CNC-Maschine machen lassen, weil das Aluminium ist. Ne? Aber ansonsten lassen wir sehr, sehr viel mit der CNC-Maschine machen. Also quasi. So, jetzt ist ja so, das Wichtigste sind die Kanten. Wie geht ihr da vor, dass die Kanten dicht sind? Dass die Kranken dicht sind? Die Kanten dicht sind. Okay. So. Dass die Kranken dicht sind. Ihr gebt dir eine Flasche Wodka. Ich war bei Krankenwagen, okay. Nein, wird geklebt, ne? Wird geklebt, ne? Ja, wird halt zugeklebt, ja. Ist so. Aber nee, es soll ja auch dicht sein. Das heißt, also habt ihr da spezielle Technik oder ist das spezieller Kleber, der ewig hält? Es gibt von Sika gute Kleber, die vernünftig halten, ja. Und da kommt ein Kantenprofil nochmal oben drauf, zusätzlich zu den schon verklebten Wänden, also eine doppelte... Sven, wir machen hier Marketing. Du musst sagen, da haben wir uns eine besondere Technik überlegt. Ja, denn ganz wichtig ist natürlich aufgrund der starken Witterungsbedingungen und Schwankungen von minus 50 auf plus 50 Grad, haben wir nur die besten Lieferanten für Klebstoff und so weiter. Du musst da einfach besser, du kannst nicht sagen, Jodo, wird heute geklebt. Aber für euch ist das so im Feuerwehrbereich, das Zeug muss halten, oder? Das muss auf jeden Fall, ja. So, und ihr wendet die gleiche Technik an bei Wohnmobilen? Auf jeden Fall, ist alles so gleich, ja. Ich zeige es mal gerade. Also, ist aber jetzt so erstes Video, denn für euch ist das alltäglich, muss man sagen. Ja. Und jetzt nichts Besonderes, dass ihr Wohnmobile baut in der Qualität wie Feuerwehrwagen, oder? Ja, genau. Also wie gesagt, die Idee, Wohnwagen zu bauen, Wohnmobile zu bauen, entschuldige. Ja, ihr könnt auch Wohnwagen bauen, ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Entstand daraus, dass wir größere, längere Koffer bauen wollten, um zu sehen, was wir denn können oder was möglich ist. Und so sind dann Ideen nach und nach entstanden dann
Wohnmobile zu bauen. Hier sieht man die Kanten, da kannst du auch was zu sagen. Du warst teilweise sogar dabei. Zum Beispiel bei der Tür warst du hier dabei. Du hattest vorher eine kalte Tür, die nicht isoliert war. Jetzt ist sie isoliert. Genau, also jetzt ist die Eingangstür und die Garagenklappen sind thermisch getrennte Aluminiumprofile von der Firma Schüco. Und ich habe das mehrfach in kalten Regionen mit wirklich extrem kalten Temperaturen ausprobiert und getestet. Das funktioniert also wirklich einwandfrei. Keine Probleme. Du brauchst auch bei diesem Aufbau so gut wie kein Gas mehr. Also es ist wirklich sehr sparsam. Gut, ich heize sowieso mit Diesel, also ich habe Gas lediglich Kraftstoff. Einigen wir uns auf Kraftstoff, das stimmt. Ja, er ist extrem gut isoliert, das stimmt. So, hier vorne ist so eine Kante. Sven, wenn du mal kurz kommst. Felix, du kommst ja jetzt nun mal aus dem Möbelbau, ja, aber ich sag mal, was nützt der beste Möbelbau, wenn deine Kollegen irgendeinen Mist machen vorher? Das ist ordentlich, oder? Ja. Wie? Ja, sonst nichts? Du hast viel gesehen, muss man sagen, Markus. Und das ist so, was dich am meisten fasziniert hat, ist, ich meine, du bist sehr anspruchsvoll. Du hast ja wirklich einen ausgesucht, der es wirklich so gut wie möglich irgendwie kann. Und wenn du jetzt mal hier rüber gehst, das ist wirklich fürs Leben gebaut, oder? Ja, der ältere Artego hier, also wer den eventuell mal bekommt, welche Familie oder Alleinreisende oder wie auch immer, der bekommt wirklich ein extrem robustes Auto. Und ich denke, er wird auch gar nicht das Gefühl haben, dass er in einem Fahrzeug reisen oder leben wird, weil einfach das Gefühl aufkommt, als wenn man in einem Haus drin wäre. Also ich mag dieses Gefühl auch. So, hier ist eine schöne Sache. Deine Größe heute, was haben wir heute? Meine Körpergröße? Ja, Körpergröße. 1,74 glaube ich so ungefähr. Stell ich mal drunter, denn das Coole ist, die Klappen sind auch so direkt gebaut, dass man die auch als Regenschutz verwenden kann. Das ist ein Teil so. Ich sag mal, die Leute, die hierher kommen und die Wohnmobile bauen, kennen die überhaupt die Unterschiede, was ihr da verwendet? Also was da gemacht wird? Ich sag mal so, das kommt drauf an, je nachdem, hat man vorher schon mal Wohnmobile, dann kennt man sich natürlich was aus. Also ist man halt als Neukunde, dann muss man sich ein bisschen auf die Angaben des Herstellers verlassen und alternativ, aber es sind sehr viele, die wissen, worum es geht. Doch. Das ist extrem steif, das Profil. Das heißt, wer sich ein bisschen auskennt, also diese Kanten und so, das versteift das alles. Das kriegst du wahrscheinlich auch mit dem Hammer nicht eingedrückt, oder? Nein, genau, das ist ein warmes Profil jetzt. Das ist thermisch getrennt. Also die Oberfläche außen und innen sind voneinander thermisch getrennt. Und zwar durch diese Isolierungen hier vorne plus einmal durch diese Kunststoffleiste. Die Kälte kann sich nicht übertragen oder kaum. Kann sich nicht übertragen, genau. Markus kann vielleicht was dazu sagen. Minus 30 und plus 15. Passt? Genau, also ich bin relativ regelmäßig im Winter in Skandinavien, habe dort extreme Temperaturen gehabt bis minus 35 Grad. Das heißt, das sind Differenzen von der Innen- zur Außenseite, sprich auf nur 60 Millimeter von bis zu 60 Grad. Ja, also So. wenn ich außen 35 Grad habe und innen 25 und das macht die Tür wirklich mit. Das ist Und das friert doch nicht zu, oder? Nein. Okay, komm, wir gehen nochmal rein, dass wir das nochmal erleben. Vielleicht setzen wir uns demnächst mal auf die Kloschüssel, denn ihr habt hier tatsächlich eine Trenntoilette. Ist eine Trenntoilette drin? Ja. Ja, eine Trenntoilette ist drin und zwar nicht irgendeine, sondern Genau, bitte? Eine Nature's Head. Die Trenntoilette, die Mutter aller Trenntoiletten ist hier eingebaut, ja, das da ist. Der Sven guckt so komisch, denn ich muss sagen, das Thema in einem Fahrzeug aufs Klo gehen, Sven, das ist bei RTW, glaube ich, nicht so unbedingt nötig. Komm mal kurz hoch. Trotzdem würden sich natürlich die RTW-Fahrer mal freuen, wenn sie eine Trenntoilette hätten, oder? Je nachdem, wo sie sind. Das kommt darauf an, genau, wie weit die Fahrten sind. Ich denke mal, bei einem RTW überschaubar, aber es gibt mit Sicherheit auch Situationen, wo sie froh sind. Und gerade bei, ja. So, ihr habt hier eingebaut einen richtigen Kleiderschrank. Das ist ja zwar jetzt hier der Kühlschrank, könnte auch der Kleiderschrank sein, der jetzt da ist. Der ist nämlich hier auf der Seite. Das ist Platz wirklich für eine Fernreise oder eine richtige Familie. Die kann damit in den Winterurlaub fahren und so weiter. Man hat riesengroße Schränke. Man hat einfach den Platz hier auf 8 Meter Länge. Das ist schon beeindruckend. Nein, das hast du mal selten, so lange und so viel Platz da schon. Das ist da, dann richtige Schränke. Das ist jetzt Möbelbau wie zu Hause, oder Felix? Ja. Denn ich sag mal, wenn du jetzt zum Ikea gehst, ja, da musst du dich doch wahrscheinlich regelmäßig zum Klo begeben. Aber das hat ja nichts damit zu tun mit Möbelbau. Das hier ist Schreinerhandwerk. Genau. Also ich liebe Ikea-Möbel, gar keine Frage. Aber das ist ein anderes Material. Da ist meistens so eine Warmstruktur mit Holz drin, mit Pappe. Ja, genau, das ist so, Pappe eigentlich. Da hast du oben und unten so eine 4 mm Platte, ich glaube MDF oder was das ist.
Und dann dazwischen ist nur noch so das Pappgedöns. Ja, dafür ist das Zeug immer noch schwer wie Sau, finde ich. Aber, was da ist. Aber wir wollen jetzt nicht abhaten auf Ikea. Es ist so, das hier ist echtes Holz. Das ist echtes Holz, ja. Ja, okay. Durch. So, jetzt haben wir ja hier der Raum ist relativ zu. Das heißt, also die Luftzirkulation, da kannst du vielleicht was sagen, Markus, zu. Das ist so gut isoliert, das ist richtig dicht. Da habt ihr euch ein bisschen was überlegt, denn man kann hier, oben sind jetzt noch keine Luken drin, die kann man einbauen, wie man möchte. Du hast vier Stück einbauen lassen. Ja. Bei mir im Fahrzeug sind 4 Dachluken verbaut, das stimmt. Und ich habe keine Zwangsbelüftung, wäre ja die Möglichkeit, das noch einzubauen, wenn man das möchte. Hier in dem Fahrzeug hat man noch alle Möglichkeiten zu realisieren, was derjenige braucht. So, also das ist ganz offen. Ihr habt euch jetzt mal einen Grundsatz gemacht, Face-to-Face, hast du das schon mal gehört? Nee. Du kommst ja echt nicht aus dem Wohnmobilbereich. Face-to-Face heißt, wenn du dich mal gerade da hinsetzt in die Ecke, mach mal bitte. So, der Markus setzt sich mal hier hin. Ihr beide seid frisch verliebt und schaut euch in die Augen. Das ist so wie beim Restaurant. Das heißt, man guckt sich gegenseitig an. Das ist hier Standard. Wichtig ist, glaube ich, so eine gute Stube, wo man sitzen und essen kann. Das ist ja bei einer Familie, ist das zum Beispiel ganz wichtig. Das stimmt. Also hier hat man wirklich Platz in jeglicher Form, auch am Tisch und bei den Schlafmöglichkeiten und so weiter. Hier kann man sich wirklich austoben und allen seinen Wünschen freien Lauf lassen. Also ich glaube, hier ist eine Menge Potenzial im Fahrzeug. Was mir auffällt, es halt überhaupt nicht. Obwohl hier nichts drin ist. Wie habt ihr das denn geschafft? Die Akustik? Ja. Ja, das kommt durch die gute Isolierung, denke ich. Ne? Und Ja. die Oberfläche als solche, das ist schön, ja. Ja, es ist also wirklich trocken. Wenn jetzt hier auch noch Sachen drin sind, hast du komplett trocken. Also es ist kein Raumschall, oder? Nee, das ist absolut dicht. Ja. Ja, ist nicht. Also hier, das ist nur ein Konzept. Die Sitze kann man anordnen, wie man das möchte. Der ganze Raum hier ist frei. Hier könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ich sag mal, eine riesen Couchlandschaft kannst du hier reinmachen, eine Sitzecke. Also die Leute sind da vollkommen frei. Man kann aber auch hier ein Stockbett reinmachen, was man hier zum Beispiel runterklappen könnte. Das würde auch gehen, gell? Ja, das würde gehen, natürlich. Ja, dass man also hier oben eins befestigt. Wenn man jetzt was hat, dann müssen vielleicht die Schränke weg und so. Das kann man noch mal ändern. Das kann man alles dann anpassen. Kannst du anpassen. Hammer. Du hast angefangen, muss man sagen, schon als Kind. Du sitzt genau unter dem Schloss, wenn du mal kurz ein Stückchen vorkommst. Okay. Ich habe Angst bei der Materialqualität, dass gleich ein Stück von deinem Hirn fehlt. Ja, das ist so der. Du hast wirklich früh angefangen. Was hast du gelernt? Ich bin Kfz-Mechaniker gelernter und hatte damals immer schon, ich sag mal ab 14 oder so, den Wunsch auch, am Autos zu konstruieren, zu bauen und bin dann über diese Kfz-Mechanikerlehre zur Bundeswehr gegangen, habe dann an Hubschraubern weiter als Hubschraubermechaniker gearbeitet. Ne? Ja, und da im Nachgang vor der Bundeswehr habe ich noch ein Technikerstudium hinterhergelegt auf Maschinenbau, Konstruktion und bin dann im Fahrzeugbau auch wirklich zu Hause und auch gelandet. Du hast das Studium natürlich beendet. Ja, natürlich. Abschluss, was ist man dann? Das ist Maschinenbautechniker und in Fachrichtung Konstruktion. Das ist krass. So, du willst natürlich deinen Meister machen, oder? Natürlich. Wann? Ja. Steht noch. Die guckt zu, die Mama. Die will das auch wissen. Also morgen noch nicht und übermorgen auch nicht. Okay, das heißt irgendwann mal in den nächsten 10 Jahren? Okay, Ja, ich lasse dich in Ruhe. Komm, ich zeig mal gerade. Das ist die Trenntoilette. Jetzt ist das Bad hier ein bisschen eng. Das ist aber Kundenwunsch, muss man sagen. Mir langt's. Also ich finde, das Bad ist ja der Bereich, wo du am wenigsten Platz verbringst. Im Ganzen, klar, wenn du dich natürlich schminkst und machst. Du hast trotzdem eine riesen Dusche, habt ihr hier vorgesehen. Ja. Mit allem drum und dran. Gefliest. Also wir werden die Dusche fließen, genau. Mit Echtfliesen. Mit echt Mosaik-Kleinfliesen. Also nicht kleinst Mosaikfliesen, aber so, ja. Genau. So, auch das auf Kundenwunsch, das kann der Kunde noch bestimmen mit? Das kann der Kunde natürlich noch bestimmen, aber die meisten sagen ja, weil die Alternative halt entweder irgendwie... Nein, ich meine die Farbe, Form, die Fliesen kann ich aussuchen. Ach so, ja, also Farbe, das ist kein Problem. Ist ja nur 1 Quadratmeter, was man da sieht. Dann ganz wichtig, ihr habt einen riesen Aufstieg, der ist hier da und ihr habt mehrere Schränke und das Ganze kann man hier, ich brauche noch mal kurz den Felix, hier hast du ja was dabei gedacht. Genau. Wie funktioniert das? Die Treppe sitzt gerade nicht ganz richtig. Die wird eigentlich hier an die Seite, an die Wand festgeschraubt. Hier durch. Und dann, wenn man sie nicht braucht, kann man sie hochklappen. Dann ist er weg. Genau. So, dann kann man auch diesen Schrank öffnen. Mach mal bitte auf. Du liebst Schränke, das habe ich schon gesehen. Denn auch hier muss alles perfekt sein, weil du eben gesagt hast, naja, Millimeter gefällt mir nicht so gut, weil ich mit der Kamera ganz nah dran war. Ah, das ist schon ordentlich, oder? Hier sieht man auch das Holz, wie es verarbeitet wird. Genau. Pappel Multiplex. Genau, ja. Oder Furnier, Sperrholz, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ich nenne es Multiplex. So, zeig mal gerade so eine Schublade, wie die auf und zu geht.
Das ist ja selbstanziehend, macht ihr, glaube ich, seit 100 Jahren schon. Aber die Leute feiern das immer wieder. So, mach nochmal auf, bitte. Zeig mal die Materialstärke, die ihr verwendet habt, oder? Das ist doch abartig. Das müsste ja nicht so dick sein, oder? Eigentlich nicht, nein. Aber ihr könnt es halt. Ja. Genau. Das ist halt deutlich stabiler. So, auch hier der Tisch, ist der jetzt innen drin hohl oder ist der... Nein, das ist auch, also wir haben hier, Moment, ich muss mal hier Guck mal das. Also das Ding mal ablegen. Also wir haben hier quasi einmal so wie die Schrankseite, so wie die Schrankseiten oben und unten. Der ist komplett massiv. Genau, und hier in der Mitte haben wir noch das WK, ich glaube. Ach, WK auch noch drin? Also der ist auch fürs Leben, du darfst dich nicht rauslassen, er ist nicht festgeschraubt, aber dann hängt es ja auch von der Verschraubung ab. Dann hier der Bettbereich, der ist riesig, denn viele Familien mit kleinen Kindern, ich nehme an, du hast, als du mal ganz klein warst, auch zusammen mit Papa und Mama mal verbracht, oder? Ja. Ja. Ich habe ja auch Kinder, also das ist so, da könnte eine ganze Familie drin sein und wenn jetzt einer hier drin ist, ich filme mal gerade zu euch rein und das Thema Stockbetten könnte man unterbringen, du hast irre viel Platz und was ich gut finde, ihr habt nicht alles zugebaut mit riesen Schränken links und rechts, das ist ja auch ein Riesenproblem, damit machst du den ganzen Raum kaputt. Ja, ist so. Ja, auf der Länge hat man halt auch ausreichend Platz für Stauraum. Dann ist es nicht so schwierig, den immer ein bisschen frei zu lassen. Halt. Außerdem ganz klar, das wird uns Herr Markus bestätigen, weniger ist mehr. Das stimmt, ja. Also ich habe mehr Platz also an Staumöglichkeiten, als was ich eigentlich brauche. Aber ich sage immer lieber haben als brauchen. Ja, schön. Also hier könnte man auch die Küche hinmachen, da können wir das machen. Ja, das Ganze, wie gesagt, deutlich unter 200.000 Euro. Wir wollen jetzt mal keinen Preis nennen, das hängt ja auch davon ab, was noch reinkommt. Aber selbst mit richtig viel Ausstattung sind wir immer noch deutlich unter 200.000 Euro mit der Steuer. Ja. Das heißt, wir können Solar reinmachen, wir können Lithium reinmachen, wir können volles Programm machen. Das Auto, sagst du, das ist für den Otto-Normalverbraucher, für den Camper quasi wie neu, obwohl er 700.000 Kilometer hat. Das tut ihm nicht weh. Nein, das wird richtig Spaß machen noch die nächsten 750.000 Kilometer und mehr. Der ist gut eingefahren. Ist gut eingefahren, genau. Hier vorne sieht man auch die Elektrik, auch die ist nicht fertig, also das könnt ihr machen. Ja, wir sind heute zu Gast bei der Firma Emmat Fahrzeugbau in Lingen. Ja, so ist es. Und wir haben einige Leute hier am Samstag extra geholt. Ihr habt Nachtschicht gemacht, Lackierung im Moment. Warum? Ja, weil das einfach von der Zeit her viel schneller geht. Tagsüber werden die Koffer hier verkabelt, ausgestattet mit Tischlerarbeiten. Und nächsten Tag, wenn die Leute wieder anfangen zu arbeiten, ist der Koffer lackiert, ohne dass sie es groß gemerkt haben. Also, das geht so schnell? Ja, das geht so schnell. Ja. Okay. Oh. So. Ist das auch haltbar, die Lackierung dann, wenn es so schnell geht? Ja, sicher. Wir haben Trockenkammern und alles und der Lack, der braucht nicht so lange. So, jetzt gehen wir mal zu deinem Arbeitsplatz. Du hast was vorbereitet für mich, ja, denn du hast ihn mal hochgefahren, richtig? Das ist auf jeden Fall richtig. So. Hochgefahren ist, aber vorbereitet. Ich habe mich vorher gefragt, was stellst du mir denn für Fragen? Da habe ich gemeint, keine Ahnung, wir werden es sehen. Das war deine Treppe übrigens, die so gepoltert ist. Aber allein hier dieser Test mit der Treppe, hast du das vorher schon mal gemacht mit 4 Personen? Nein, auf so eine Idee kommen wir gar nicht. Aber ich meine, es gibt ja auch Kinder, spielen auf dem Campingplatz, alle 4 gehen hoch. Ist richtig. Also das geht. Das geht wohl, ja. Okay. Tut mir leid. So, hier vorne haben wir was ganz Tolles. Das ist so ein typischer RTW, der da ist. Und der Mercedes ist der gut, der W907. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, original als Kasten ist er kaum zu gebrauchen für einen Ausbau, weil er sich in alle Seiten verjüngt. Ja, das ist wohl so. Es gibt diese Krankenwagengeschichte, die Transportgeschichten von älteren Leuten. Da ist der Kastenwagen vielleicht noch okay, aber die Fahrer selber stehen natürlich mehr auf diese Kofferaufbauten. Ja. Was ich geil finde, ist, du hast in deinem Büro die höchste Kopfhöhe, die es gibt. Wenn du mal gerade die Arme hochmachst, bitte. Ja. Da oben sind übrigens nochmal, ja, wie viel Meter? 15, 10 Meter? Naja, 10 Meter werden es wohl sein, denke ich auch, ja. Ja, es sind 10 Meter da. Ist das dir nicht zu laut manchmal? Es hat Vor- und Nachteile, kann man wohl sagen. Ich sitze hier an der Basis, die Leute haben kurze Wege, um, wenn Fragen auftauchen, eben eine Erklärung zu bekommen oder auch mal eine Zeichnung auszudrucken. Ach, die nerven nicht dauernd? Oder? Dauernd nicht, aber es ist halt vom Vorteil. Man hat den Überblick, ich kann auch aus dem Fenster gucken. Ich sehe, das Wetter ist jetzt nicht so, dass es komplett irgendwo abgeschottet ist in der Halle. Mhm. Die Lautstärke ist, ich sag mal, zu 80% ruhig. Es gibt ein Bose, kennst du das Soundsystem mit ANC? Schon mal gehört, ja. So, wir zeigen das mal gerade. Ist da irgendwas, was datenschutzrechtlich, Telefonnummern von Kunden, was ich hier abfilmen könnte? Ist da irgendwas? Ich glaube nicht, nein. Okay, weil da vorne steht ein Kunde mit 3 Buchstaben, wenn du den mal gerade wegnimmst.
Da auf dem Blatt, rechts unten. Siehst du das? Da. Ah, dass wir das mal ganz kurz wegnehmen, das habe ich nämlich gleich mal gesehen, dass wir das mal zeigen. Und das ist so ein bisschen dein Raum, denn wir wollen ja nicht zu viel verraten. Ihr arbeitet wirklich für die Creme de la Creme der Leute, die solche Fahrzeuge brauchen, ne? Ja, genau. Und darauf sind wir auch sehr, sehr stolz und müssen auch die Privatsphäre, aber die Integrität dieser Unternehmen auch wahren. Das heißt, wir sagen dann nicht, wir sagen nicht Bescheid, für wen wir arbeiten. 4 Mann auf der Treppe sprachst. Ich habe hier ein Drehlager liegen, das ist für den Unimog hinten an der Treppe. Genau, wenn du gerade die Hand daneben machst. Oder hier einfach mal den Tacker, das langt schon. Das ist ein Tacker. Und die Treppe kann dann, also das Drehlager als solches, 1,5 Tonnen. 1,5 Tonnen? Ja, ich kann es dir wohl auch kurz zeigen, hier auf dem Bildschirm, wenn die Maus mal wieder mitspielt. Es gibt da auch eine Software, die funktioniert. Autodesk hast du. Ja, genau. Inventor Autodesk läuft das. Ne? Hier hinten diese Treppe, wo ich gerade von sprach, wenn man die öffnet, dann sieht man auch da schon das Lager, wo es verbaut ist, habe ich kurz nachgebaut, damit ich Ich mache das Licht aus. Ein bisschen besser sehen. als Platzhalter. Und einmal liegt die Treppe da drin zusammengeklappt und hier schon aufgeklappt. Ne? Ach, du entwickelst das alles am Rechner komplett, sonst ging es gar nicht in der Zeit, oder? Ja, du hast einen riesen Vorteil. Ich kann diese Sachen dann als Laserkontur direkt abspeichern und auf dem Laser brennen lassen, die Bleche. Ich kann die Baugruppenzeichnungen dafür erstellen und bauen lassen. Und unser Metaller hat es dann auch viel leichter, mal eben so eine Treppe zusammenzuschweißen, wenn alles schon passt. Kannst du mal gerade ein ganz neues Projekt mal aufmachen? Geht das? Wie meinst du neues? Neues, einfach mal eine neue leere Datei. Eine leere Zeichnung? Ja, machen wir mal eine leere Zeichnung mal auf. Das haben wir jetzt nicht geübt. Maria, du weißt, was ich will. Tatsächlich, ja. So, er baut uns jetzt mal gerade einen Koffer. Ich baue euch einen Koffer. Genau. Das ist eine Skizze, wo ich irgendwo anfange mit Maße einzeichnen. Du würdest, ich sag mal, eine Kiste, denke ich mal. Ne? Ja. Wollen wir die Länge nehmen? 1 Meter? Nee, zu wenig. Mach mal Länge 7 Meter. Okay, 7000. Ja. Die Höhe, wir machen mal einen großen Koffer, ist, was so üblich, so 2,40 Meter. 2400. So, und die Breite machen wir mal 2,35 Meter Außenmaß. Dafür muss ich aus der 2D rausgehen und jetzt habe ich hier die Fläche einmal anwählen, bestätigen und muss dann einmal kurz die Stärke eingeben. Was hast du gesagt? 250? Nee, die Breite. Ja, die Breite 2500. Mach mal 2,35. 2350. Ja. So, im Prinzip haben wir jetzt dann einen Quader, der jetzt mit Wandstärken und Fensterausbrüchen und Türöffnungen versehen wird und innerhalb von kurzer Zeit halt als. So, machen wir eine Tür rein. Eine Tür rein, okay. Ja. Dafür legen wir kurz eine Skizze auf. Würde ich jetzt als in einer Rechteck nehmen wir normales und im vorderen Bereich eine Seitentür machen. Darf der Kunde daneben sitzen? Würde gehen, theoretisch, würde aber, denke ich mal, so ein bisschen auch von der Arbeitsgeschwindigkeit bremsen. Ne? Ich frage mal anders, darf der Kunde so eine Skizze machen? Es gibt ja so Zeichenprogramme, die man sich runterladen kann, wo man so Innenraumgestalter machen kann. Ja. Ist das schön, wenn der sowas mal mitbringt, dass er eine Vorstellung hat? Hier, guck mal. Klasse. Nimmt uns sehr viel Zeit, Lebenszeit und Arbeit ab. Ja. Okay, da ist die Tür jetzt drin. Ja, wird noch. Das heißt, du schiebst das Zeug da raus direkt auf in die Produktion? Ja, 2500 Watt so. Ja, direkt sind ein paar Zwischenschritte auf jeden Fall gegeben und 1850 machen wir die Tür mal hoch und jetzt müsste ich jetzt praktisch noch bemaßen, von wo, wie weit die... Okay, das heißt, du machst Fenster rein. Kann man jetzt mal reingucken in das 3D-Modell? So schnell bin ich dann nicht. Ich sage mal 1500. Skizze beenden. Dann müsste ich jetzt ausschneiden. Okay. Ist das geil. Ich habe da früher als Kind immer auf dem C64 gab es so ganz rudimentäre Programme früher. Kennst du das noch? Nicht wirklich, nein. Also die Zeit ist komplett an mir vorbeigegangen. Stimmt, du bist ja keine 53. Zeig mal, aber zum Beispiel, wie komplex solche Profile sind, die wir dann auch kannten hier. Ne, Sven? Ja. Das ist einfach... im Prinzip ist jetzt hier eine Schnittansicht. Und wenn man das als Blech nimmt, das ist jetzt hier 2 mm breit, das auseinanderfaltet, hat man die Laserkontur. Und
wenn das ausgelasert ist, liegt das dann wirklich als gerades Blech da und dann geht der Mitarbeiter hin und hat hier die Kantzeichnung, wo er genau sieht, wie weit die Kantpresse Anschläge fahren muss, damit das nachher... Du, ich komme überhaupt nicht drüber weg, dass der sich an den Staukasten gehangen hat und die Beine hochgehoben hat und da war nix, der hat ja noch gewackelt. Was ist so? Ist das der Anspruch, wenn ihr das baut mit den Profilen? Weil die halten ja richtig was aus, oder? Also das war jetzt hier ein Heckprofil, das muss auch aushalten, das ist auch stabil. Also das ist wirklich, da hängen Türen dran, da kann man auch an der Tür, sag ich mal, Karussell mitfahren. Das ist der Anspruch, das soll ja auch ein paar Jahre länger halten, als wir nur... Also ich habe es verstanden, das heißt, du kannst das planen. Bitte mal ein Wohnmobil öffnen, was du schon mal hast, dass wir mal da mal gucken können. Vielleicht mal das von der Familie, die gestern da war in Türkis. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Hülsmann. Aber mach doch mal ein neues Projekt auf hier von Steven. Ja, dass wir das mal öffnen. Ist ein schönes Projekt, was ihr jetzt Ist ein sehr schönes Projekt. Das ist hier der rote Artego. Ja. Der rote Artego, zeigen wir mal. Also genau. Das war nochmal so eine in der Planung gewesen, quasi mit dem Kunden. Da setzen wir uns hin, da sitzen wir zusammen und besprechen nochmal die Abmessung. Und, was ich genial finde, ist, dass er das so schnell ändern kann an einem Rechner. Das heißt, er kann das umsetzen. Markus, du warst selber mit ihm zusammen und hast gesagt, die Tür hätte ich gern so und so und so. Ja, also das geht wirklich relativ schnell und es kann auch anschaulich rübergebracht werden. Und was ich hier ganz interessant finde, das ist ein Pärchen, die ich vor ein paar Wochen noch in Island kennengelernt habe. Und wir haben uns vor einem Supermarkt getroffen. Und zumindest er hat sich gleich relativ schnell in mein Fahrzeug verliebt. Und wir haben uns dann auf der Insel immer wieder gesehen und dann habe ich den Kontakt zu der Firma Emhart hergestellt. Und jetzt ist er mittlerweile schon zweimal hier gewesen und wird dieses tolle Auto bekommen. Wir haben es offen. Wir haben im Prinzip ein Modell aufgemacht, das ist aber beim Felix auf dem Rechner. bei Felix, ja. Hier. Da ist ein handelsübliches Notebook und der schafft das von der Rechenleistung. Er lacht. So, das ist deine Zeichnung. Genau, das ist jetzt in Pythia quasi, das ist meine Zeichensoftware. Hier haben wir jetzt mal so die Entwurfszeichnung gemacht, das heißt, man kann sehen, wir haben hier Solarpanels drauf. Und hier wenn du mal gerade das Notebook ein bisschen zu dir ranziehst, ein gutes Stück, noch ein bisschen, genau, dann komme ich mit der Kamera. Geht der Tisch aus. Super. Genau, jetzt muss ich kurz mal die Maus wechseln, dann kann ich zeigen, also der hat auch ein volles Innenleben. Ich kann jetzt mal die Teile hier ausblenden. Moment. Darf ich mal fragen, was dein Geburtsjahr ist? Mein Geburtsjahr ist 2002. Wie 2002? Du bist ein, wie nennt man die? Millennium. Du hast ja richtig drauf, ich krieg Angst. So. Ich habe gedacht, die könnten immer nur Fortnite zocken. Oder? Nee, auf gar keinen Fall. Jetzt muss ich mal kurz hier alle Bauteile sichtbar setzen. Das ist immer das Problem, wenn man so viele Teile hat. Jetzt nicht vorbereitet, das ist das Problem. Eigentlich nicht für so eine Präsentation ausgelegt. Nee, ist gut. Die Leute sehen ja, ihr seid spontan. Und das finde ich viel cooler als die perfekten Präsentationen. Maria, du kennst es nur perfekt. Du hast 2 Diplome. Ich kenne es nur perfekt. Ja, genau. Aber es geht ja auch darum, Nein, weißt du, es gibt, wie gesagt, ich habe das gestern schon in dem Film gesagt, ohne die Mitarbeiter bin ich nichts. Ich bin so sehr darauf angewiesen, dass die ihren Job so gut machen, wie sie es machen und dass die sich hier wohlfühlen und dass wir als ein Team funktionieren. Sag mal, Felix, dein Startgewicht, als du hier angefangen hast, wie war das? Oder hast du stark zugenommen wegen der Küche? Ja, kann man meinen, ja. Die kochen gut hier, oder? Sehr gut, sehr gut. So, zeig mal, was ist hier zu sehen? Genau, also jetzt sieht es wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich aus, aber wir können ja mal hier anfangen. In dem Eck haben wir eine Sitzbank. Ich weiß, vielleicht sieht man es von hier besser. So. Genau, wenn du mal gerade nicht ganz so schnell mal ein bisschen größer machst. Größer. Einfach mal, genau, dass man das sieht. Das ist die Face-to-Face-Sitzbank hinten, das ist eine Rundsitzgruppe hinten, gell? Oder quasi eine Sitzbank hat man hinten. Oder genau, sind da Fenster? Fenster sind einmal über den Lehnen, also quasi hinten am Kopf immer. Da sind 2 Fenster. Rundsitzgruppe konnten wir jetzt leider nicht machen, wegen Platz, da wir ein größeres Bad wollten. Ach so, das kann der Kunde genau bestimmen. Genau. Also der sagt mir dann im Grunde genommen, man macht erstmal eine Entwurfszeichnung, wo man dann so seine eigene Idee mit reinbringt. Ne, genau, zeig mir mal gerade das Bad bitte, dass wir da mal reingucken von oben. Dass wir mal einen Grundriss sehen. Das heißt, da kann man auch Abmessungen machen. Du kannst genaue Maße jetzt einzeichnen lassen.
Ja, Moment. Ich glaube, ich habe es sogar schon. Nee, habe ich nicht. Das macht aber nichts. Das heißt, du gehst hin und bemachst es anschließend oder vorher? Genau. Ich mach mir dann am Ende die Schnitte raus. Das heißt, so haben wir es gelernt. Also wir haben einmal den Schnitt hier, das Gesicht ab, dann hier das Gesicht teilen und dann einmal noch den Kopf ab. Das heißt... Er macht das so gut, oder? Ja, er ist da fit drauf. Also kann man nicht anders sagen. 2002, jetzt überleg mal, du wirst demnächst 20. Genau. Du bist jetzt 19. Aktuell noch, ja. Halt dir den warm. Ja, auf jeden Fall. Also, ne? Sehr warm und sehr heiß. Davon habt ihr aber viele Mitarbeiter, muss man sagen. Ihr habt wirklich gute Leute. Ihr habt unter anderem einen Hightech-Hausmeister, der wirklich sich um wirklich viele Sachen kümmert. Denn es ist nichts Schlimmeres wie die Steckdose geht nicht, das funktioniert nicht. Und ihr könnt den wirklich für alles rufen, oder? Ja, so sieht's aus. Also ist das Team hier zusammen, ist das gut? Oder hast du das Gefühl, da sind ein paar Flachnasen, die dir nicht vertrauen kannst? das ist das beste Team, glaube ich. Also ein besseres Team hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ist das Bis so? jetzt, ja. Also ist echt super eingespielt, läuft auch super zusammen. Also Sag mal, ihr habt früher mal solche Fahrzeuge umgebaut, so als Special Cars und so weiter. Hat dich das auch fasziniert, was auf der Webseite zu sehen war? ja, auf Als jeden du Fall, hier- ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich hier auch hergekommen bin. Also ein sehr großes, die Firma hier deckt auf jeden Fall einen sehr großen Bereich ab an. So, jetzt bist du natürlich auch privat sehr gefragt, nehme ich an. Wenn die alle wissen, dass du ein guter Handwerker bist, ja, ist das so am Wochenende, jetzt immer samstags hier? Das kostet dich wahrscheinlich ein Schweinegeld jetzt, oder? Ach, da reiße ich mich zusammen, dass ich das nicht mache. Das ist so. Das heißt aber, man ist als Handwerker, wenn du mal ein bisschen Werbung machst für den Beruf des Schreiners, ja, das ist ja, viele wollen ja nicht mehr mit den Händen arbeiten, die wollen ja alle YouTuber werden, ja. Naja, nee, ich meine, es geht ja nicht. Also irgendjemand muss sich ja noch dreckig machen, ne? Also von dem her. Du würdest auch, wenn sich jemand hier bewerben würde, das sieht und sich wirklich verwirklichen will, gute Skills hat und ich behaupte mal, dass du es drauf hast, ja, man kann sich hier bewerben gut, oder? Ja. Ihr habt wenig Frauen im Moment, aber ihr würdet natürlich auch gerne Frauen nehmen, wenn sie das Gleiche können oder gut sind, natürlich genauso wie Männer, oder? Ja, natürlich. Ja. Waren bei euch in der Schule viele Frauen? Ich glaube, in meiner Klasse waren 2 Mädchen. Ja. Das kommt aber jetzt langsam, oder? Oder? Ich glaube, die Zahl bleibt immer gleich. Ne? Also der noch ein Anteil Jungs? an Männern ist noch deutlich höher. Ja. Und bei dir war damals niemand in der Klasse, oder wie? Naja, Frauen. also ich war nicht allein in der Schule, ne? Das war schon. Aber zumindest waren zu der Zeit, ich kann mich nicht erinnern, dass selbst bei mir in der Meisterschule, die ist jetzt 30 Jahre her, war keine Frau dabei gewesen. Das heißt, ihr habt euch lieb gehabt in der Schule Wir haben damals uns auch als alle Männer. unheimlich lieb gehabt, ganz genau. Okay. Ja. So. Ja, last but not least, wir sind bei Emmert Fahrzeugbau. Wenn jetzt einer Interesse hat, entweder das Auto, was wir gezeigt haben, zu erwerben, dann kann er das tun. Wir drehen heute am Datum, sag mal gerade, 26. November 2021. Der könnte sein Fahrzeug tatsächlich im April abholen. Ja, könnte er. Ist aber nicht, weil ihr so wenig zu tun habt. Nein, sondern weil wir alle Gewerke hier haben und einander zuarbeiten. Das ist so. Das ist so, das haben wir ja jetzt hier heute nochmal gehört, dass man Teile, die man heute konstruiert, morgen früh lackiert schon einbauen kann. Du hast Kinder. Ja, das stimmt. Du hast eine Frau. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 3 Kinder. Vorname von denen? Florian, Christian und Marianne. Grüß die mal bitte in die Kamera. Ja, hallo Kinder. Sag mal, jetzt wisst ihr, warum der Papa am Samstag, den 26. November, nicht zu euch kommen konnte. Ja, genau, jetzt wisst ihr es. Ist der 27. Heute heute. ist der 27. Du hast deine Uhr nicht umgestellt. Ja. Nee, der Kollege hat eben Sergej. geflüstert. So, deine Rufnummer hier in Lingen. Das ist schon in Holland oder noch nicht? Nee, Lingen ist Emsland. Weil ihr redet so gut Deutsch, deswegen dachte ich mir. Ist aber nah an der holländischen ist aber- Grenze, oder? Ja, genau. Wie weit ist sie weg? 25 Kilometer. nur 25 bis 30 Kilometer von uns entfernt. Das ist der Grund, warum ihr alle so entspannt seid hier. oder? Ja, genau. Okay, cool. Nein, aber wir sind entspannt, weil du heute da bist und weil wir uns freuen, hier zu sein und uns vor die Kamera zu stellen. So, ihr habt eine Webseite, die ist auf der rechten Seite offen. Da habt ihr einiges drauf gemacht. Ihr liebt so 3D-Rundgänge, die da sind. Da habt ihr viele Fahrzeuge. Oh ja, das Wenn du hat, gerade Vollbild machst, bitte. genau, das habe ich damals angefangen, eigentlich, weil ich sehr gerne, nennen wir mal jetzt hier Rescue and Care, wir gehen nach unten und gucken uns dieses Fahrzeug an. Und dann könnte man sich in diesem Fahrzeug, wie gesagt, nochmal bewegen
Ja. Das ist das Fahrzeug, ein ähnliches Fahrzeug, welches wir hier vorne schon stehen Das ist haben. natürlich auch genial, wenn Kunden das sehen wollen. Du kannst ja gut erklären. Genau, Gell? ganz genau. Und so planen wir das dann auch so ein bisschen vor. Und um auf das Thema zurückzukommen, bei den Expeditionsfahrzeugen, da sind wir bei Style und Adventure. Also diese Bereiche müssen wir ja voneinander trennen. So, und dann sind wir, sagen wir mal hier. So, und da die Außenansicht, wir haben hier einmal die Galerie mit den Bildern, den Detailbildern jeweils und einmal dieses Drehen, das ist hier auf jeden Fall vorhanden. Sehr schön. Ja, liebe Maria. Also, was ich Ja, dir noch sag's. zeigen wollte, das ist klasse, einmal auf und zu. Und zwar gehen wir mal hier rein und dann gehen wir einmal nochmal nach unten. Ganz kurz und gehen dann hier rein und können dann eine Auf-Ansicht und eine Zu-Ansicht. Also auf, alle Schränke auf, alle Schränke zu. Ach, genial. Das heißt, du Alle kannst den Leuten auch Schränke erklären, was auf. ist da drin? Alle Schränke zu, ganz genau. Also wenn die Schränke zu sind, ist das immer so eine Sache, da kann man dem Kunden nicht schlecht sagen. Ich habe da einen Auszug und der ist 40 Zentimeter lang. Wie Sie sich das vorstellen können. Ja, genau. Oder ich habe einen kurzen Apothekerschrank oder einen langen Apotheker, das sagt den meisten nichts. Und dann sitzen wir zusammen und dann mache ich eine Ansicht auf, hier komplett. Schau mal auf und dann weiß er auch zum Beispiel ein Boden anstatt zwei. So, mach nur mal zu grad. Einmal zu. Okay, verstanden. Wir müssen Schluss machen, Maria. Denn mir fällt gerade der rechte Arm ab. Wir sind nämlich wieder bei 1 Stunde und 15. Wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde machen, aber euer Betrieb ist so spannend. Das ist ja jetzt nur die Speerspitze, muss man sagen. Wenn du jetzt Leuten erzählst, was du machst als 19-Jähriger, ich nehme an, die weiß, zum Beispiel deine Mutter weiß, wo du arbeitest? Ja, die weiß, wo ich arbeite. Du weißt, was du machst? Im Großen und Ganzen? Ich weiß, ob Sie weiß, was sie macht, was du machst. ich glaube, So ganz genau. ganz genau glaube ich nicht. Und sie wird es jetzt wissen nach dem Video. Genau, Das ist definitiv ja, ja. so. So, stellt euch mal zusammen gerade. Pandemiekonform. Ist in Ordnung. Ihr seid ja alle aus einem Team. So ist es. Und ja, vielen, vielen Dank heute am 27. November 2021. Wir sind bei der Firma Emma Fahrzeugbau. Wir werden jetzt noch ein paar Videos drehen über ganz viele Sachen. Unter anderem werden wir in die Lackiererei gehen, die ja wirklich beeindruckend ist. Ihr lackiert heute? Ich hoffe. Ich hoffe. Danke. Tschüss. Wir haben heute Nacht lackiert. Heute Nacht haben wir lackiert. Ja, ich bin ja noch heute Nacht da. Wir schauen mal. Ciao.